Ich wurde von meiner guten Freundin Vanessa auf den Hyundai Casper aufmerksam gemacht. Das ist eigentlich ein 1-Liter-Verbrenner-Kleinst-SUV-Fahrzeug, welches mittlerweile offensichtlich als Erlkönig und in elektrisch bei uns in Deutschland rumfährt. Das ist wohl an vielen vorbeigegangen, auch an mir. Naja, bis jetzt. Denn alles, was man aktuell zum Hyundai Casper Elektro wissen kann, seht ihr hier auf Project Drive. Mitte 2022 bestätigte Andreas Christoph Hofmann, Marketingchef von Hyundai Motor Europe, Pläne für ein bezahlbares elektrisches Auto für den alten Kontinent. Er sagte, es werde preislich irgendwo in der Region um 20.000 € liegen und dass es schwierig sei, ein günstiges Elektroauto zu entwickeln. Nicht nur wegen des niedriger Preis-Profit-Dilemmas, sondern auch aufgrund der Packaging-Probleme, die kleine Autos betreffen. Das Mikro-SUV Casper ist seit 2021 in Südkorea erhältlich. Zu uns hat er es bisher nicht geschafft. Zumindest nicht in seiner ursprünglichen Form mit 1 Liter Dreizylinder-Benziner. Jetzt sieht es so aus, als wollte Hyundai den Zwerg mit Elektroantrieb nach Europa bringen. Hyundais neuer Elektrozwerg wird übrigens nicht den i10 ersetzen. Die Koreaner haben bereits versichert, dass ihr A-Segment-Auto eine Neuauflage erhalten wird. Erst dieses Jahr gab es ein Facelift der aktuellen Generation, gleiches gilt für den i20 und den i30. Laut einer offiziellen Ankündigung vom September 2021 wird Hyundai die Verkäufe von Verbrennerautos in Europa nicht vor 2035 einstellen. Wie wir es von vielen anderen Autos kennen, die sowohl mit Verbrenner als auch mit Elektromotor angeboten werden, sieht der Casper seinem Benzinbruder zum Verwechseln ähnlich mit den gleichen schrillen Designdetails. In einem der angehängten Erlkönig-Fotos erkennt man, dass die Ladeklappe vorne in etwa an der gleichen Stelle wie beim großen Kona Electric montiert ist. Der Innenraum dagegen wird wohl etwas anders aussehen als beim Verbrenner. Das Setup mit den beiden Displays wird nämlich für den europäischen Markt leicht verändert. Es gibt ein Instrumentendisplay hinter dem Lenkrad im Querformat sowie einen deutlich höher angeordneten Touchscreen. Letzterer scheint allerdings beim Elektromodell größer und breiter zu sein. Die auf den Erlkönig-Bildern erkennbaren deutschen Nummernschilder lassen darauf schließen, dass der Konzern die Absicht hat, den 3,6 Meter kurzen und 1,57 Meter hohen Stromer auf den europäischen Markt zu bringen. Bisher hat Hyundai jedoch offiziell noch keine Informationen über das batteriebetriebene Modell und seinen geplanten Marktstart veröffentlicht. Bei den aktuellen Erlkönig-Tests benchmarkte man den Casper gegen andere Kleinelektros wie den Fiat 500e und den VW e-up. Was die Größe betrifft, dürfte der elektrische Casper also etwa zwischen den beiden liegen. So wie der Kona Electric teilt sich der Casper die jeweilige Plattform mit Verbrenner-Derivaten und sitzt nicht auf einer eigens entwickelten E-Plattform wie etwa Hyundais Ioniq 5, Ioniq 6 und der kommende Ioniq 7. Beobachter vermuten, dass der Hyundai Casper mit einem variablen Elektromotor ausgestattet und von dem US-Unternehmen Borgwarner geliefert wird. Dieser Motor kann beeindruckende 135 kW oder 184 PS leisten, dürfte jedoch auf das Kompaktformat abgestimmt werden. Die erwartete Reichweite des Casper liegt bei etwa 250 bis 300 Kilometern pro Ladung. Hyundai setzt mit diesem Schritt ein Zeichen, dass es die Elektromobilität nicht auf größere Fahrzeuge beschränkt sieht, sondern auch kompakte, alltagstaugliche Elektroautos für den Massenmarkt produzieren möchte. Mit dem Casper könnte das Unternehmen umweltbewussten Käufern in Deutschland und Europa eine attraktive Option bieten. Demnach könnte man erstmal von einem Startpreis unter 25.000 € ausgehen. Was denkt ihr, was der bei uns kosten wird? Und wäre der Hyundai Casper Elektro überhaupt was für euch? Sagt mir das gerne in den Kommentaren. Wenn euch meine Videos gefallen, lasst mir ein Abo und einen Daumen nach oben da. Vergesst auch nicht auf meinem Instagram- und TikTok-Kanal vorbeizuschauen. Die Links dazu sind in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Dranbleiben und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!